willkommen zum 4. Tag hier auf der Werft. Ja, wir sind mittlerweile im Buch 2, in der Box 2 angekommen, haben diesen Teil, den ersten Bauabschnitt, beim letzten Mal gebaut. Heute ist Sonntag, der 12. Februar und ich lege direkt los, starte die Stoppuhr und es geht weiter mit Tüte Nummer 14. Dieses Mal nur eine Tüte. Ja, bevor ich loslege, vielleicht noch ganz kurz. Ihr wisst ja, ich notiere mittlerweile die Anzahl der Steine, die ich aktuell verbaue, um zu sehen, ob am Schluss wirklich 9090 Einzelteile verbaut wurden. Der aktuelle Stand kann ich hier mal zeigen. Also in den Tüten Nummer 1 waren es 190, in den Tüten Nummer 2 237, Tüten Nummer 4 229, Nummer 677 und das, was das letzte Mal gebaut wurde, dieser Abschnitt hier, das waren 157 Teile. Wer das jetzt schnell im Kopf zusammenrechnen möchte, kann das gerne tun. Ich kann es euch aber auch sagen, es sind bis dahin 990 Einzelteile gewesen. Ja, hier haben wir mal einen Fehler in der Anleitung offenbar. Dieses Teil hier, diese 6er Stange oder dieser 6er flache Stein, kommt hier drauf, ist hier aber nicht mit abgebildet bei den benötigten Steinen. Auch nicht auf der anderen Seite. Also so wie es aussieht, offenbar wirklich ein Fehler in der Anleitung. Okay, das erklärt's. Auf der nächsten Seite, da ist dieser Stein zweimal vermerkt, obwohl er hier nur einmal gebraucht wird. Da ist wohl etwas schief gegangen.
Ja, bevor ich loslege, vielleicht noch ganz kurz. Ihr wisst ja, ich notiere mittlerweile die Anzahl der Steine, die ich aktuell verbaue, um zu sehen, ob am Schluss wirklich 9090 Einzelteile verbaut wurden. Der aktuelle Stand kann ich hier mal zeigen. Also in den Tüten Nummer 1 waren es 190, in den Tüten Nummer 2 237, Tüten Nummer 4 229, Nummer 677 und das, was das letzte Mal gebaut wurde, dieser Abschnitt hier, das waren 157 Teile. Wer das jetzt schnell im Kopf zusammenrechnen möchte, kann das gerne tun. Ich kann es euch aber auch sagen, es sind bis dahin 990 Einzelteile gewesen. Ja, damit ist auch der zweite Bauabschnitt hier aus Box 2 erledigt, also die Tüte Nummer 14. Aktuell sieht unser Bauteil jetzt so aus. Wir haben hier die Schnittkante, die hintere oder zum Mittelteil die Schnittkante, hier mit den Kohlenbunkern und hier diverse verschiedene Kabinen, die hier dargestellt werden. Ja, und natürlich wieder hier hinten dran diese wirklich wieder geniale Konstruktion mit sehr vielen unterschiedlichen Steinchen in sehr vielen verschiedenen Farben, wie wir das hier schon auch vom Bugteil kennen. Ja, und erfreulicherweise, es hat auch wieder kein Teil gefehlt, sondern es sind wieder 2 Kleinstteile übrig. Die kommen hier dazu. Ja, mittlerweile sieht man, es sind schon einige Steinchen mehr drin gewesen. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn die alle gefehlt hätten. Ja, ich rechne mal kurz zusammen, wie viel jetzt hier in der Tüte 14 drin waren, beziehungsweise wie viel hier jetzt verbaut wurden. Ja, es sind 156 Steine, also
Ich ergänze das hier mal. Die Nummer 14. ...156 mit den 990, die wir bisher schon hatten. Sind das dann also 1046, also gut ein Neuntel von allen Steinen, die verbaut werden sollen. 9090 haben wir damit jetzt schon geschafft. Ja, und damit kommen wir zur Tüte Nummer 15. Es geht weiter, aber ich sehe gerade Tüte Nummer 15. Nein, damit geht es wahrscheinlich nicht weiter. Ja, weil hier sind jetzt schon Bullaugen vorhanden und die möchte ich ja, wie gesagt, noch nicht jetzt verbauen, weil die dann ja insgesamt verbaut werden sollen zusammen mit den jeweiligen LEDs aus dem Beleuchtungskit. Deswegen überspringe ich jetzt erstmal die Tüte 15 und schaue, wo geht's weiter. Ja, es geht also weiter bei Tüte Nummer 21, Funnel and Compass, also der nächste Schornstein. Das müsste dann der dritte oder der zweite, nee, das ist der zweite. Damit geht es jetzt weiter. Nein, damit geht's nicht weiter. Weil das ist auch wieder für, oder? Nein, damit geht's weiter. Damit geht es weiter, ist vom Grundaufbau her, wie man sieht, ziemlich identisch mit dem Bauabschnitt, den wir hier bereits haben. Gut, Tüte 21 muss ich jetzt erstmal holen. So, jetzt haben wir hier jetzt schon 3 Schüsseln und können damit loslegen mit der Nummer 21. Wir starten.
damit sind wir fertig mit Nummer 21, mit diesen 3 Tüten. Auch dieses Mal mittlerweile keine Überraschung mehr. 2 Kleinstteile sind noch zusätzlich übrig. Und wir haben vom Mittelteil unseres Schiffes, also von der Box Nummer 2, den zweiten Teil, den man dann hier mit den schwarzen Pins mit dem ersten Teil verbinden kann. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen festhalten wäre vielleicht ganz gut. Gut, damit, ich zähle auch gleich wieder zusammen, wie viel das wir haben. So, ich werde auch hier die mal reinkriegen. So. Die Schüssel beiseite. Das ist also die Länge unseres Mittelteils. Hier drüben an der Schnittkante sehen wir wieder hier verschiedene Kabinen. Hier unten müssten, glaube ich, noch, wenn ich mich an die Bilder erinnere, noch die Maschinen reinkommen, die Kolbenmaschinen. Das sehen wir dann aber erst beim nächsten Mal. Für heute ist damit erstmal wieder Schluss. Ich rechne jetzt gleich aber noch zusammen, wie viel die Tüten 21 jetzt hatten, hier Anteil an unserem Bau. Und das trage ich wieder gleich auf meine Tafel ein. Kleinen Moment. Ja, 193 haben wir jetzt hier insgesamt. Und ja, es muss ein bisschen 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann mache ich mal hier die 21 mit 193. 1046 hatten wir, glaube ich, bis zur Nummer 14. Das dürft ihr jetzt gerne ausrechnen. 1046 plus 193. Das ist der aktuelle Stand. Und damit komme ich auch für heute zum Ende. Nächste Woche, beim nächsten Termin, das wird nächste Woche bei mir dann sein, geht es dann nicht weiter mit der Nummer 22, weil hier sind dann wieder die Bullaugen beteiligt. Also hier wird es dann wohl mit Box 3 weitergehen. Und dann haben wir die Titanic schon mal in der gesamten Länge auf den untersten beiden Ebenen. Aktuell, um mal beide Teile jetzt hier zusammenzuführen. Sieht das Ganze so aus. Ja, damit haben wir 2/3 des Schiffes in seiner Länge bereits gebaut auf den untersten beiden Ebenen. Also nochmal das Gleiche kommt hinten dran. Und dann, ja, man sieht jetzt schon eben die Dimensionen und an die Seiten kommt ja noch einiges, nach oben kommt noch einiges. Aber wir haben jetzt schon hier einen Großteil geschafft, obwohl hinter mir auf dem Tisch noch sehr viele Tüten liegen und die Box 3 ja noch gar nicht geöffnet wurde. Dazu aber mehr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!